Herzensgrüße vom 9. Juni 2025. Tarnnetze, Irrtümer und 3 Tote. Hallo ihr Lieben, manchmal sind es nicht die Schüsse, die am lautesten hallen, sondern, so komisch es klingt, das Schweigen danach. Und manchmal ist es nicht der Tod selbst, der erschüttert, sondern das Wissen, wie knapp man ihm entgangen ist. Arbeiten am Camp. Da Silas in letzter Zeit regelmäßig am Camp war und den kleinen Schuppen als seinen Schlafplatz ausgesucht hatte, beschloss ich ihm eine kleine Freude zu machen. Ich baute ihm eine Kiste aus Holz und stellte sie in den Verschlag. Darin sein Teddybär sowie ein paar Kleidungsstücke, auf denen er geschlafen hatte. Ich hatte sie ihm am Vorabend gegeben, damit er nicht auf dem harten Boden schlafen musste. Pinky brachte uns heute ein Tarnnetz für Prigorодki, damit wir die Eingänge wieder sichern können. Somit sind wir besser geschützt. Außerdem gab er mir eine R12 und eine Armbrust. Damit du dich auch mal wehren kannst, sagte er grinsend. Ich lächelte schwach, aber war dankbar. Wenn auch etwas hilflos, denn das mit dem Wehren, das war bei mir ja so eine Sache. Olga, Gunther und Co. Geschichten von Garagen. Ich war kaum fertig mit der Kiste und gerade im Begriff, meine nasse Hose auszubringen, da traf ich am Camp auf Nick. Ich war zunächst erschrocken, aber dann merkte ich schnell, dass er nichts Böses im Schilde führte. Ich erklärte ihm, was es mit dem Auffanglager auf sich hatte, und er stattete sich aus und zog dann weiter. Während ich versuchte, etwas Ordnung ins Camp zu bringen, herrschte draußen das blanke Chaos. Es gab große Verwirrung um Rheingauers weinrote Olga, Unklarheiten in der Kommunikation, wie man so schön sagt, und am Ende stand fest, ja, sie war geklaut worden. Das Problem? Naja, es gab gleich mehrere Garagen am Ort, an dem er sich niedergelassen hatte. Und eine davon konnte zu jenen gehören, die seit Tagen unter Beobachtung standen, den Bambi-Killern mit dem schwarzen Gunther und dem weißen Adam mit der grünen Heckklappe. Whiskys altem Wagen. Wie es aussah, wurde wohl die falsche Garage geräumt, die vom Rheingauer. Verständlich, dass er da nicht erfreut war. Die Raider? Übereifrige Banana-Ops. Das erklärte, warum mir das Love-Mobil gestern so bekannt vorgekommen war. Aber sie boten Wiedergutmachung an. Eine vernünftige Geste. Das Auto, ein Fass und warme Worte. Ob es reicht? Schwer zu sagen. Hätte man es verhindern können? Ich sag mal so viel, ich bin nicht die Basisauskunft. Ich weiß zwar über einige Dinge Bescheid, aber nur weil ich etwas auf den ersten Blick nicht gleich zuordnen kann, soll das kein Freifahrtschein sein, alles und jeden auszurauben. Überhaupt, was hat es damit zu tun, ob man jemanden kennt? Macht es seinen Einbruch weniger schlimm und vertretbarer, wenn man mit dem Opfer nicht persönlich bekannt ist? In was für Zeiten leben wir? Und auch wenn manche draußen scherzhaft behaupten, ich hätte meine geheime Bambi-Armee, die für mich andere Basen raidet, das ist Unsinn. Und das habe ich auch immer wieder gesagt. Ich lehne Einbrüche und Plünderungen weiterhin entschieden ab. Sie bringen nichts als böses Blut und Rache. Tja, und am Ende, da trifft es immer die Falschen. Wo wir gerade von Falschen reden. Color J meldete ebenfalls einen Vorfall. Jemand hatte sich an seinem Auto seiner Olga zu schaffen gemacht. Das Auto stand noch, aber der Rucksack, den er in den Kofferraum gepackt hatte, war weg. Am helllichten Tag. Ich sag es ja, in was für Zeiten leben wir eigentlich? So wie ich Color J kenne, hätte er dem Reisenden seinen Rucksack überlassen und den Fremden gleich zum Fischessen eingeladen. Ach ja, ich habe in Tschernogorsk nach der berühmten Kiste am Denkmal geschaut und sie tatsächlich wiedergefunden. In der vergangenen Season hatte Peter der Miese dort eine Kiste aufgestellt und mit Snacks gefüllt, während er die Chicks in Action beobachtet hatte. Tja, und aus dieser Kiste war nun nach und nach ein Erinnerungsort geworden. Mit Stücken, die an Leute erinnerten, die nicht mehr unter uns waren. Wer sie da wohl aufgestellt hat? Jedenfalls waren darin wieder einige Snacks. Ich habe mir erlaubt, auch etwas reinzutun. Ob es jemand findet oder ein Unbedarfter sich einfach bedient? Einerlei. Es ist eine nette Geste, auch wenn die Zeiten sich geändert haben. Zum Glück. Campalltag, wie er sein sollte und wie er dann wurde. Später entdeckte Color J wieder Silas am Lager. Der war, wie immer, schweigsam, aber da. Ich selbst war zu dieser Zeit in Tschernogorsk auf Tour.
Und da hörte ich es in der Ferne. Schüsse. Nicht gewöhnlich, nicht zufällig. Es klang nach einem Raid, einem Überfall mit Einbruch. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 war zur Stelle. Süder führte ein hilfloses Bambi an die Garage, wo die Action stattfand. Naja, so ganz hilflos war es nicht, denn es fand dort seine Kameraden am Ende vor. Die waren schon mit Eifer dabei, eine weitere Garage aufzubrechen. Und kurz darauf erschien auch der Rheingauer. Zufällig natürlich. Zu Sicherheitszwecken, versteht sich. Und siehe da, meine Quelle hatte recht. In der Garage befand sich tatsächlich der schwarze Gunther mit roter Motorhaube. Daneben der weiße Ader mit grüner Heckklappe. Ich heiße die Methoden nicht gut. Aber ein Teil von mir fühlte Genugtuung, denn dieses Mal hatte es nicht die Falschen getroffen. Pinky stirbt und andere überleben. Zurück am Camp. Ultra und Silas trafen auf einen gewissen F. Der Name sagte mir auf die Schnelle nichts. Ich kannte keinen, der sich einfach F nannte. Später stellte sich heraus, es war ein streunender Steff, also mit F, daher das F. Also nicht der Steff mit PH, wie PH. Alles klar? Nummer 371 wurde schließlich von Black Lion und Jamet abgeholt. Nach einem kurzen Abstecher zum Mischkino Sommerlager, um Kleidung zu besorgen, kehrten die drei zurück. Ultra und Pinky meldeten Geräusche vom Rohbau. Black Lion, Jamet und ersetzbares Crewmitglied durchsuchten alles. Keine Spur. Pinky blieb am Camp und hielt Wache. Ich verabschiedete gerade Ultra über Funk während meiner Tour durch Tschernogorsk. Da fiel ein Schuss. Pinky, getroffen. So erfuhr ich im Funk. Tödlich. Sniper. Mein Herz wurde mit einem Mal sehr schwer. Doch bevor ich mir darüber klar werden konnte, was das bedeutete, herrschte bereits Alarmbereitschaft am Camp. Jamet erwischte den Schützen. Black Lion und ersetzbares Crewmitglied sicherten das Gelände. Aber dann wurde es wild. Süder fand die Leiche des Schützen. Oder sie dachte, es sei eine. Sie ging näher heran. Die Leiche bewegte sich. Verdammt nochmal, Jamet, bist du sicher, dass der tot ist? Ja, ich sehe ihn sogar direkt vor mir liegen. Bewegt sich nicht mehr. Tja, der Mann am Boden sagte zu Süder nur, "Hello, Buddy." Dann zog er seine Waffe. Und dann ging alles sehr schnell. Ersetzbares Crewmitglied fragte noch, "Why are you attacking us?" Keine Antwort. Stattdessen stand er auf und legte an. Sie zog ihre neue Beisen und schoss auf ihn, war schneller. Aber dann Ladehemmung. Typisch. Aber sie reagierte geistesgegenwärtig und schlug ihm die Waffe ins Gesicht, wie sie es bei den Chicks in Action gelernt hatte. Er taumelte, zielte dann mit seiner Weiger. Ein Schuss, verfehlte sie. Dann ergriff er die Flucht und rannte in Richtung Sumpf. Black Lions Schuss traf ihn tödlich. Am Ende lagen also 2 Angreifer tot im Matsch. Daisy-Armbinden und viel zu viel Munition. Wer waren die beiden und würden sie wiederkommen? Bestimmt, denn das war ein eiskalter Überfall. Aber einer, der nach hinten losgegangen war. Nur Pinky hatte es erwischt, den Armen. Aber er trug es mit Fassung und machte sich wieder von der Küste auf zurück mit stoischer Geduld, die ihm eigen ist. Und ich? Ich war nicht da. Und ganz ehrlich, ich war froh darüber, denn ich glaube, ich wäre vollends ausgerastet. Eine Nachricht aus Kürbissamen. Etwas später war wieder Ruhe am Camp eingekehrt. Von meinem Versteck aus beobachtete ich 2 Fremde. Ich wartete mit angehaltenem Atem, bis sie wieder verschwanden. Als ich zurückkehrte, prüfte ich alles. Dann sah ich es. Im Zelt. Ein Herz aus Kürbissamen. Daneben ein brauner Cowboyhut. Mein erster Gedanke, Chuck. Nein, das war unmöglich. Mein zweiter Gedanke, die Hütchenbande. Und dieses Mal war ich mir sicher, sie sind wieder da. Den Rest des Nachmittags verbrachte ich damit, am Turm zu bauen. Silas zeigte sich als besonders eifrige Unterstützung. Wie ein wahrer Handwerker schleppte er Baumstamm um Baumstamm und am Ende stand unser Turm endlich. Ich bedankte mich bei ihm und schließlich grillten wir noch gemeinsam am Camp, wie es inzwischen schon fast zu einem täglichen Ritual geworden war. Natürlich auch mit dem Teddybären.
der mir jedoch beim Betrachten noch immer einen gewissen unangenehmen Stich versetzte. Es würde eine Weile dauern, bis ich mir den Teddybären als Symbol zurückerobert hatte. Zu frisch waren die damit verbundenen schlimmen Stunden gewesen. Aber ich war nicht bereit, einfach so aufzugeben. Eine neue Waffe. Ich stand gerade am Feuer, als ich Schritte hörte. Keine bedrohlichen, keine hastigen, nur feste, ruhige Schritte. Und dann sah ich sie. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Syda trat aus dem Schatten der Bäume ins Licht. In der Hand hielt sie eine Waffe, eine Blaze. Sie gehörte dem Schützen, der Pinky getötet hat, sagte sie leise, fast beiläufig. Ihre Augen suchten meine, nicht aus Stolz, nicht aus Triumph, nur aus einem stillen Gefühl von vollstreckter Gerechtigkeit. Ich sah die Waffe an, schwer, kalt und irgendwie, ich wusste es nicht. Ich zögerte. Dann nickte ich, nahm sie entgegen und gab ihr meine R12 dafür. Nicht, weil ich kämpfen wollte, sondern weil ich wusste, dass ich es vielleicht wieder würde tun müssen. Danke, sagte ich schlicht. Mehr war nicht nötig. Syda nickte nur. Dann wandte sie sich ab. Kein großes Tamtam, kein Blick zurück. Nur ein kurzer Ruf über die Schulter. Wenn du Muni brauchst, sag's, ich hab noch ein bisschen was von dem Mistkerl behalten. Und weg war sie. Ich betrachtete die Blaze eine Weile. Ich hatte nicht vor, damit zu töten. Aber das Jagdzielfernrohr darauf, das würde mir bestimmt gute Dienste leisten. Ich legte die Waffe vorsichtig neben meinen zerschlissenen weißen Bären. Nicht, weil sie zusammengehörten, aber weil beides Teil dessen war, was ich geworden war. Verwundet und wachsam, aber noch da. Zum Schluss. Manchmal frage ich mich, wie viel Zeichen man noch braucht. Wie viel Warnungen, mit wie viel Namen, wie viel Schüssen. Und dann wird mir klar, ich brauche keine Zeichen. Ich bin wach. Ich bin da. Ich bin vorbereitet. Und ich bleibe. In diesem Sinne, seid auch ihr wachsam und bleibt am Leben. Gezeichnet, Herz aus Gold.